Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute ist der 3. November und vor 71 Jahren kam der erste Godzilla-Film 1954 in die japanischen Kinos und begründete damit das Genre des Kaiju-Eiga. Dazu möchte ich einmal die Top 10 meiner Lieblings-Kaiju-Filme nennen. Dieses soll aber kein Ranking sein, das wäre den einzelnen Werken unfair gegenüber. Aber diese 10 Filme, die ich hier benenne, sind für mich eindeutig das Nonplusultra des Kaiju-Eiga und ich werde auch kurz beschreiben, warum. Diese Bewertungen oder auch Eindrücke setzen sich natürlich aus der nostalgischen Erinnerung zusammen und auch aus persönlichem Geschmack. Also fangen Sie an. Vor der Küste Japans offenbart sich ein grauenvolles Geheimnis. Er lebt. Alle außer mir sind tot. Was für Beweise wollen Sie denn noch? Vor ihm die pulsierende Großstadt Tokio. Hinter ihm ein Trümmerhaufen. Return of Godzilla. Dieser Film hat einen besonderen Stellenwert für mich, denn dieser ist der erste Godzilla-Film, den ich als Kind gesehen habe. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, wie in damaligen Fernsehzeitungen Godzilla in der Bucht von Tokio abgebildet war und mich dieses Bild unglaublich fasziniert hat. Später fand ich den Film auch in unserer heimischen Videothek wieder und erneut hat mich die Gestaltung des Covers wahnsinnig in den Bann gezogen. Auch dass das Postermotiv auf der Vorderseite der VHS als Sticker abgebildet war, war für mich damals so unglaublich cool. Nichtsdestotrotz ist Godzilla hier sehr gut umgesetzt und das Düstere an diesem Film fesselt mich bis heute. Auch wenn die schielenden Augen was eigentlich nicht geplant war, sondern ein Defekt im Kostüm war, was man dann vor Drehbeginn nicht mehr beseitigen konnte, so finde ich das Design mehr als großartig. Dass 1998 der erste Hollywood-Godzilla in die Kinos kam, hatte nicht nur schlechte Seiten. Das Gute war, erstmals gab es cooles Merchandise vom König der Monster. Filme wurden auf Kabel 1 und Sat.1 gezeigt und es gab Veröffentlichungen auf VHS. Dazu zählte die Reihe von Cine Plus. Die Filme waren zwar gefühlt wahllos zusammengesucht und die Qualität der Cover lassen auch deutlich zu wünschen übrig, doch ich habe damals Bekanntschaft mit Rodan gemacht. Mich begeistert die gruselige Atmosphäre zu Anfang des Films bis zu Rodans Attacke in Fukuoka noch heute ungemein. Die Effekte sind von 1956 absolut fantastisch und trotz der schlechten deutschen Fassung ist dieser Film für mich ein Höhepunkt des frühen Kaiju-Eiga. Erst später kam ich in den Genuss, Rodan im japanischen Original zu sehen und wurde auch nicht enttäuscht. Zu den VHS-Veröffentlichungen von Cine Plus gehörte auch Frankenstein Zweikampf der Giganten. Leute, ich muss euch sagen, für mich stellt dieser Film das Beste dar, was ein Kaiju-Eiga benötigt. Wunderbare Modelle und Effekte, eine interessante Geschichte, die hier noch sehr gruselig für den Kaiju-Eiga umgesetzt wurde, gute Schauspieler und richtig gute Musik von Akira Ifukube. Mehr kann man von einem Kaiju-Eiga nicht erwarten. Für mich der beste Non-Godzilla-Film. Der erste Mothra-Film ist etwas Besonderes. Er ist das komplette Gegenteil vom ersten Godzilla. Es ist ein Film über Hilfsbereitschaft, Hoffnung und Mut. Tsuburaya präsentiert uns erneut richtig gute Modelle und Effekte. Die Showa-Ära war mehr als vielfältig und einfallsreich. Rundherum ein Geniestreich. Für mich ist die Godzilla-Heisei-Ära die beste Ära vom König der Monster. Doch handwerklich betrachtet ist die Gamera-Heisei-Reihe der Gipfel des Kaiju-Eiga. Sie schafft mehr als gekonnt, traditionelle Effekte mit modernem CGI zu kombinieren. Dazu kommen tolle Kamerawinkel, gute Schauspieler und auch gute Musik. Auch das Design von Gamera ist der Hammer. Mit dem Gegner Iris wurde auch ein Kaiju geschaffen, welches nicht auf Anhieb nach dem klassischen Mann im Kostüm ausschaut. Shusuke Kaneko galt zu Recht als Erneuerer des Kaiju-Eiga. Gamera 3 ist, was das Handwerk angeht, die Spitze. Das Finale der Godzilla-Heisei-Reihe hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Denn wie schon bei Return of Godzilla erwähnt, war der erste und bleibende Eindruck des Genres mit dem Erstling der Heisei-Ära und hier endet diese Reihe. Godzillas Charakter und Design war noch nie so gut umgesetzt wie in dieser Reihe. Der König der Monster trifft in diesem Film auf einen wahren Teufel im Kaiju-Eiga. Der Film ist spannend, hat tolle Referenzen an den ersten Godzilla und an einigen Stellen knallt es richtig. Ein würdiges Ende für den König. Für mich ist die Millennium-Ära die schwächste der Godzilla-Reihe.
Aber die Kiryu-Saga, gerade Tokyo SOS, ist ein wirkliches Meisterwerk von Regisseur Masaaki Tezuka. Für mich ist Mechagodzilla, der hier Kiryu genannt wird, ein tolles Mecha mit tiefem Charakter. Denn aus Godzillas Knochen von 1954 wurde dieser Roboter gebaut. Und dieser lässt uns an seinem Seelenleben teilhaben. Somit kann man als Zuschauer mit in die Gedankenwelt vom ersten Godzilla eintauchen und man erlebt mit, dass dieser noch immer lebt. Ein Novum im Keijo Eiga. Auch wie der erste Mothra-Film von 1961 hier mit eingebunden wird, finde ich klasse. Die Atmosphäre ist wieder schön düster und das Ende ist diesmal sehr emotional. Schade, dass die Kiryu-Saga nicht weiter erzählt wurde. Vielleicht wird sie es eines Tages. Als ich Shin Godzilla zum ersten Mal im Kino sah, wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem Film halten sollte. Seine Botschaften, der Verlauf der Geschichte und Godzillas Design haben mich tatsächlich anfangs überfordert. Mit der Zeit habe ich aber den Film verstanden und heute feiere ich ihn wirklich. Nach meiner Meinung wurde Godzilla noch nie so unbesiegbar, so gottgleich dargestellt. Und das ist auch das Geniale an diesem Werk. Gegen diese Kreatur ist wirklich nichts gewachsen und erst das dreimal um die Ecke Denken des Teams von Yaguchi kann ihn erst aufhalten. Ich glaube, dass Godzilla noch nie so politisch war wie hier. Wie es nun heißt, bekommt Shin Godzilla einen zweiten Teil. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und halte mich aus Mutmaßungen heraus. Natürlich ist Teil 1 sehr lastig mit Menschenszenen und ich hoffe doch, dass im zweiten mehr auf den König Wert gelegt wird. Meiner Meinung nach ist Godzilla Minus One der beste Keijo Eiga seit der Godzilla Heisei-Ära. Wir sehen hier einen perfekten animierten japanischen CGI-Godzilla, der absolut mit denen von Hollywood mithalten kann. Wer hätte das gedacht? Obendrein bekommen wir eine wirklich interessante Geschichte mit tollen Charakteren serviert. Auch hier hoffe ich, dass Regisseur Yamazaki in dem Stil weitermacht und uns einen ebenbürtigen Teil 2 hinlegt. Den ersten Godzilla sah ich relativ früh und zwar ebenfalls in der VHS-Reihe von Zein Plus und fand ihn schon damals cool. Jedoch wurde mir erst im Laufe des Älterwerdens bewusst, welche Symbolik und Kraft der erste Teil der Godzilla-Reihe hat. Der erste Godzilla hat nicht ohne Grund einen besonderen Stellenwert überall auf der Welt. Er ist und bleibt ein zeitloser Klassiker. Auch hier haben wir super Schauspieler, schöne Musik von Akira Ifukube und eine Story mit gewaltigem Tiefgang. So, liebe Kaiju-Freunde, das sind meine persönlichen Top 10 des gesamten Keijo Eiga. Ich möchte die einzelnen Filme nicht ranken, daher nochmal, dies ist keine Platzierung von 1 bis 10 gewesen. Warum ich sie hier genannt habe, konnte ich hoffentlich ein bisschen erläutern. Im Einzel betrachtet gefallen mir diese Filme aufgrund ihrer Machart, aber auch durch persönliche Erinnerungen am besten. Klassiker wie Buffet aus dem Dunkel, Godzilla der Urgigant, GMK, Gorath, Krieg im Weltenraum, Godzilla vs. Megalon und so weiter haben ebenfalls einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Für mich ist dieses Genre so vielfältig und kreativ, dass ich hoffe, dass es so wie es gerade läuft, noch lange weitergeht. Ihr könnt in den Kommentaren mal gerne eure Top 10 des Keijo Eiga nennen. Gleich im Anschluss an dieses Video stellt Max seine Top 10 vor. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es war Frankenstein.